Ich möchte Sie zu diesem kurzen Vortrag über den Einfluss des Lockdowns auf den Schlaf von Kleinkindern herzlich begrüßen. Wie Sie vermutlich auch selbst bereits in den ersten Wochen des Lockdowns im letzten Frühling erlebt haben, können solch ungewöhnliche Umstände einen beträchtlichen Einfluss auf unsere Tagesroutinen haben. So sind bei fast allen Altersgruppen strukturierte Aktivitäten, wie zum Beispiel die Arbeit oder die Schule, aber auch Freizeitaktivitäten, wie zum Beispiel Sport oder Musikunterricht, in ihrer üblichen Form ausgefallen und haben mehrheitlich nur noch zu Hause stattgefunden. Dies hat dazu geführt, dass auch typische Morgenaktivitäten, wie zum Beispiel zu einer bestimmten Zeit aufstehen, sich anziehen, vielleicht sogar duschen und essen, nicht wie gewohnt durchgeführt wurden. In einigen Haushalten waren vielleicht alle der hier aufgeführten Routinen in irgendeiner Weise betroffen. Die fehlende Struktur und Regelmäßigkeit, wie auch das Tageslicht und Aktivitäten im Freien, die nun drastisch eingeschränkt wurden, können durchaus unsere biologischen Rhythmen durcheinander bringen und dadurch auch unseren Schlaf beeinflussen. Tatsächlich wurden während des Lockdowns bei Erwachsenen spätere Bett- und Aufwachzeiten, eine längere Schlafdauer, aber insgesamt eine geringere Schlafqualität beobachtet. Bei Kindern sah dies etwas anders aus. Da wurde zwar auch über eine geringere Schlafqualität berichtet, aber gleichzeitig auch über eine kürzere Schlafdauer. Eine Studie mit Babys hat gezeigt, dass vor allem mütterliche Ängste in Bezug auf die Pandemie mit kürzerer Schlafdauer und auch vermehrtem Aufwachen der Kinder einhergehen. Wie Sie sehen, war der Schlaf von Kleinkindern unter den Lockdown-Bedingungen besonders beeinträchtigt. Und dies ist besorgniserregend, weil der Schlaf im frühen Leben für eine gesunde Entwicklung von großer Bedeutung sein könnte. Es gibt bereits einige Studien, die einen Zusammenhang zwischen dem Schlafverhalten im frühen Leben und verschiedenen Hirnfunktionen später im Leben zeigen, wie zum Beispiel der Kognition, der Psychomotorik, aber auch der Persönlichkeit. Und wenn der Schlaf nicht so wichtig wäre, würden Kinder wahrscheinlich auch nicht so viel Zeit damit verbringen. Dies ist nämlich mehr als die Hälfte des Tages. Deshalb haben wir im Babyschlaflabor uns gleich zu Beginn des Lockdowns in der Schweiz, also im April 2020, entschieden, das Schlafverhalten bei Kleinkindern ab Geburt bis 6 Jahre während dieser außergewöhnlichen Zeit zu untersuchen. Zu diesem Zweck haben wir einen Online-Fragebogen mit Fragen zum Schlaf der Kinder, aber auch der Lockdown-Situation der Eltern, wie in dieser Beispielfrage hier, wo nach dem Einfluss der Pandemie auf die Arbeitsbedingungen und die Kinderbetreuungsmöglichkeiten gefragt wird. Und auch über das elterliche Wohlbefinden, zum Beispiel den Stresspegel, die Gefühle und so weiter, wurde gefragt. Der Fragebogen wurde in 5 Sprachen und international in all diesen rötlichen Gebieten, die Sie hier sehen, beantwortet. So bekamen wir Daten von insgesamt etwa 800 Familien, deren Kinder wir für die Analyse in 2 Altersgruppen unterteilt haben: Babys bis 3 Jahre und Kleinkinder 3 bis 6 Jahre. Ähnlich wie die Studien, die ich Ihnen zu Beginn gezeigt habe, haben wir eine klare Verschlechterung des Schlafs bei den Kindern in beiden Altersgruppen beobachtet. Dazu gehörten eine spätere oder unregelmäßigere Bettzeit, eine längere Einschlafzeit, eine kürzere oder unregelmäßigere Schlafdauer und auch vermehrtes Aufwachen in der Nacht. Von den Eltern haben 60% über eine Zunahme ihres Stresspegels berichtet. Das heißt, dass etwa
2/3 bei dieser Frage hier über die Veränderung des Stresspegels seit der Einführung des Lockdowns diese beiden Antworten hier gewählt hatten. Und dieser erhöhte Stresspegel stand im Zusammenhang mit schlechterer Schlafqualität der Kinder. Genauer gesagt hatten Eltern mit höherem Stresspegel Kinder, die später zu Bett gingen, länger zum Einschlafen brauchten, kürzer geschlafen haben und während der Nacht häufiger aufgewacht sind. Diese Befunde deuten darauf hin, dass der elterliche Stress ein Risikofaktor für den Kinderschlaf sein könnte. Ein weiterer Risikofaktor, den wir gefunden haben, war der Quarantänestatus. Also hier ähnlich, Kinder, deren Eltern in Quarantäne waren, haben schlechter geschlafen. Aber ganz wichtig, wir haben zum Glück nicht nur negative, sondern auch positive Faktoren gefunden, und zwar viele. So stellten zum Beispiel Achtsamkeitstechniken der Eltern, wie zum Beispiel Yoga, einen Schutzfaktor dar und standen mit besserem Schlaf der Kinder im Zusammenhang. Ein weiterer Schutzfaktor waren die Anwesenheit der Geschwister oder Haustiere im Haushalt und auch die Zeit, welche die Eltern aktiv mit ihren Kindern, aber auch zu Hause im Homeoffice verbrachten, hat einen positiven Einfluss auf den Kinderschlaf. Der positive Effekt des Homeoffice war für uns etwas überraschend, da wir damit auch mehr Stress verbinden, aber diese Resultate zeigen, dass der Lockdown und auch die Arbeit im Homeoffice Familiendynamiken durchaus auch positiv beeinflussen können. Zum Beispiel dadurch, dass mehr Eltern-Kind-Zeit entsteht und die Beziehungen somit vielleicht vertieft werden können. Dies hängt aber, wie gesagt, stark vom Wohlbefinden der Eltern ab, weshalb das Gleichgewicht zwischen all den Faktoren wichtig ist. Bereits nach einigen Wochen des Lockdowns im Mai 2020 konnten wir eine Verbesserung im Schlaf der Kinder feststellen. Die Bettzeiten wurden wieder regelmäßiger und auch die Einschlafzeit hat sich wieder verkürzt. Die bereits erwähnten Risiko- und Schutzfaktoren spielten dabei aber immer noch eine Rolle. Und zwar haben wir dort eine allgemeine Verschiebung in Richtung der positiven Faktoren beobachtet, was möglicherweise auch zu dieser Verbesserung des Kinderschlafs geführt hat. Leider sind viele Fragen in Bezug auf die Pandemie immer noch offen, wie zum Beispiel, ob diese Veränderungen, die wir vor allem in den ersten Wochen des Lockdowns gesehen haben, langfristige Konsequenzen haben werden. Um diese Frage in Bezug auf die kognitive Entwicklung der Kinder zu beantworten, haben wir weitere Folgeumfragen durchgeführt und erheben zurzeit immer noch Daten. Wenn Sie also selbst Interesse haben oder Familien mit Kindern bis 6 Jahre kennen, die uns unterstützen würden, können Sie auf die laufende Studie über diesen Link hier zugreifen. Auch auf unserer Webseite babysleep.ch finden Sie weitere Infos dazu. Wenn Sie an diesem Thema interessiert sind und wissen möchten, wie genau Sie Ihren oder den Schlaf Ihrer Kinder unterstützen können, sind hier einige hilfreiche Links mit Empfehlungen rund um dieses Thema. Und nun zur Zusammenfassung. Also hier sehen Sie noch einmal diese Wechselwirkung zwischen negativen Faktoren hier auf dieser Seite, also insbesondere der elterliche Stress war hier wichtig. Und diese Faktoren hatten möglicherweise den größten Einfluss auf diese Verschlechterung im Kinderschlaf, die wir zu Beginn des Lockdowns gesehen haben. Und auf der anderen Seite die positiven Faktoren hier aufgeführt, also zum Beispiel die Achtsamkeitstechniken, die Eltern-Kind-Zeit und so weiter, die Waage dann zurückkippen konnten, so dass sich auch der Schlaf der Kinder
Kinder rasch normalisieren konnte. Hier sehen Sie unser Team, welches bei dieser spontanen und aufregenden Studie tatkräftig mitgewirkt hat und auch all die Institutionen, die diese Arbeit finanziell unterstützt haben. Vielen Dank.